Buongiorno. Buongiorno tutti. Ja, jetzt geht's also auf nach Rom. Ja, das war schon ein Traumziel von mir. Wir haben da wirklich gar keine Ahnung gehabt. Du erzählst mal dem Axiplatz. Ja, genau. Wir sind jetzt hier auf dem Campingplatz Happy Village. Das ist einer von 3 Axiplätzen, die nördlich von Rom liegen. Den ersten haben wir angefahren. Ja, der war sehr voll. Da hat man uns 2 Plätze zugewiesen. Die waren so groß, dass wir mit dem Bulli drauf gekonnt hätten. Viel zu klein. Also sind wir weitergefahren. Und auf diesem zweiten Happy Village war dann Platz für uns. Ja, der liegt am Berg, also Ich dachte erst, ja, oh auch Mann, wie kommen wir denn hier an? kleine Stellplätze, ja, ein bisschen eng, ein bisschen sehr kurvig alles da hoch. Aber gut, der Platz hat einen riesen Vorteil. Ja, es gibt nämlich einen Shuttlebus zum nächsten Bahnhof, der dann in direkter Linie nach Rom Innenstadt fährt. Und da gab es noch eine Besonderheit, man konnte also Fahrkarten kaufen für einen oder mehrere Tage. Die musste man allerdings alle hintereinander abfahren. Ein Tag kostete zum Beispiel 7 Euro für Hin- und Rück- und für den ganzen Tag alle öffentlichen Verkehrsmittel in Rom auch. Straßenbahn, Metro, Busse, die alle Minuten fahren. Also man ist da sehr gut mit bedient und ich kann das nur empfehlen. Preislich ist das unschlagbar. Auf jeden Fall, genau. Ja. Ja, dann sind wir am ersten Tag losmarschiert, ahnungslos, wie gesagt, nur mit Karte bewaffnet. Hatten uns so ein bisschen überlegt, wo wir hinwollen und haben dann direkt am Bahnhof jemand angesprochen, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Und Ja, die nette Dame hat gesagt, ihr seid hier mitten in Rom und fangt doch hier an. Hier ist der Piazza di Popolo, der bekannteste Platz. Dann geht es weiter zu Fuß zur Spanischen Treppe und so weiter und so fort. Ne? ja, und da haben wir uns dann auch frohen Mutes auf den Weg gemacht. Ein paar Wegweiser stehen in der Stadt auch, so dass man da jetzt, wenn man erstmal losmarschiert ist und so einen Ausgangspunkt hat, sich zurechtfinden kann. Genau, man kann also schon von da aus sehr viel zu Fuß erkunden. Ne? Ja, auf Ja. zur Spanischen Treppe, auf dem Weg dahin durch Einkaufsstraßen. Und nicht weit von der Spanischen Treppe kommen dann die Edelmeilen. Da ist für unser Portemonnaie nichts zu holen. Nee, Aber gucken ist auch ganz interessant. Und natürlich die Leute. Und das war schon ganz schön. Aber die Spanische Treppe. ja, ist auch enorm. Aber die Geschäfte auch. Also wenn dann vor, ich sag jetzt mal Bulgari oder Louis Vuitton, eine Menschenschlange vor der Tür steht, kann dann ich mir denkt gar man nicht sich, vorstellen. gibt es da jetzt eine Tasche anstatt für 4.000 nur für 2.000 Euro? Oder was wollen die jetzt hier kaufen? Ja, also wie gesagt, da sind wir außen vor. Okay, ja, aber ist mal ganz interessant zu sehen. Genau. Ja. Die Spanische Treppe, ja, natürlich, die Leute wollen alle da sitzen und wollen das Leben auch so genießen. Echt ein Menschengewimmel, furchtbar Ja. interessant, aber auch das Bauwerk, also das ist ja richtig riesig und umfangreich. Auch Polizei. Ja, aber die Polizei kommt dann immer. zwischendurch mal und pfeift dann zack die Leute hoch. Man soll sich da nicht niederlassen und sein Bütterchen essen oder irgendwie Speisen zu sich nehmen. Die wollen also schon das. die Treppe auch ein bisschen frei halten. Genau, Ne? ja. Ja, ansonsten wird man die nicht mehr sehen. So viele Menschen sind da auch Ja, unterwegs. wirklich, natürlich. ja. Ja. Ja, und danach sind wir dann zum Trevi-Brunnen gegangen, der ja auch ganz berühmt ist und auch ein Ziel für, glaube ich, alle Rom-Besucher. Ja, ist ja auch ein imposantes Bauwerk. Ja, Ich fand es auch sehr groß, obwohl du sagtest, so groß doch, du hättest dir ein bisschen der größer ist, vorgestellt. Nein, du hättest dir den größer. Ach so. Hast du eigentlich gesagt. Okay, also er ist sehr groß, Ja. aber man kann die Größe fast gar nicht erfassen, weil er natürlich auch von Menschenmassen umgeben ist. Das Ne? Also, war also wirklich nicht Okay. schön, aber das muss man eben in Kauf nehmen. Wir sind ja auch Teil des Ganzen. Aber was mich auch schon gestört hat, diese Influencerinnen da mit aufgespritzten Brüsten, Lippen und Posen, rechts, links, 10-mal hin und her und Hott und Hü, blockieren da den schönen Blick auf den Brunnen. Also ich war davon genervt. okay. Ja. Du bist ja auch ein Mann, vielleicht findest du das anders. Aber nee. Ja, nicht ganz so schlimm. Okay.
Ja, Ja, danach sind wir dann weiter ja, zum Pantheon. ja, da habe ich erst gedacht, ja, ganz nett, Säulen davor. Ja, so ein bisschen sah das für mich aus wie römischer Tempel. Ja, Und dann auch eine große Schlange davor. Und ich dachte, oh, sollen wir uns da anstellen? Aber das ging durch. also ratzfatz war Ja, man drin. also wirklich. Ja, also Die Schlange war lang, aber man war spätestens nach 10 Minuten ja, drin. waren wir drin. Und drin ein ganz beeindruckender Bau. Also kreisrund angelegt mit einer riesigen Kuppel. Und ja, Marmorverzierungen, da sind also verschiedene Grabmale. Skulpturen. Ne? Ich glaube, Raphael liegt da, glaube Ja, und Madonnen. Also ich war auch total geflasht. Also das hatte ich von außen, sieht für mich jetzt nicht so einladend aus. Natürlich hat man schon vom Pantheon gehört, aber innen drin auch die riesenhaften hohen Wände und die Kuppel. Nee, also auf jeden Fall nicht versäumen, da reinzugehen und die Kunstwerke mal auf sich wirken zu lassen. Also Rom strotzt ja sowieso vor Tempeln, Kirchen, Basiliken. Manche sind von außen kaum zu erkennen. Also wenn ihr Ja. irgendwo eine Art Kirchentür seht, guckt einfach mal rein. Dahinter verbirgt sich manchmal Wirklich Besonderes. Besonderes. Ja. Absolut. Ja, also wir waren da manchmal total überrascht und geflasht und begeistert. Also was Ja. da für ein Prunk überall verarbeitet worden ist, naja. Ja, man kann sich natürlich nicht jede Kirche ansehen. Nee, Nachher absolut hatte ich nicht. dann auch irgendwie mal keine Lust mehr. Man ist sonst wirklich überflutet von Eindrücken. Aber so die eine oder andere ist wirklich auch überraschend, wie es drinnen aussieht. Da hast du völlig recht. Absolut, ja. Ja, und dann sind wir auch noch wie heißt der? Ja. Denkmal Emanuel, Ja, Victor Emanuel. Victor Emanuel Denkmal, ist auch ein Riesenbau. Das ist der erste König von Italien gewesen. Das ist ein Grabmal, sagtest du, ne? Ja, so ein, ja, ein Gedenk. Tempel. Also sowas von riesig. Also, Ja, riesig beeindruckend. ja, Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, da sind wir auch ganz in Ruhe rummarschiert, waren natürlich auch wieder viele Leute. Vor dem Denkmal waren auch Soldaten postiert und es war alles doch gesittet. Ne? Also es geht alles ruhig zu, nicht irgendwie, dass man da Nö, ist keine Hektik so. Schubsereien Nee, nee, oder nee, sonst nee, was nee, hat. nee. Und es geht auch zügig. Also Riesenschlangen haben wir jetzt eigentlich gar nicht so gehabt. nee. Und wenn eine Schlange, dann flott ging es durch. Also ich muss sagen, ich hatte mit mehr Stehzeit gedacht. Die ja. Stehzeit kam dann bei den Bussen. Ja, ja, okay. Aber die fahren eigentlich alle paar Minuten. Ja, Man eigentlich, muss aber nur immer wissen, wohin. Hä? Genau. Ja, aber da stehen stehen die also Fahrpläne auf den Schildern. ja, Und es hat ein bisschen gedauert, bis wir das dann raus hatten. Aber da hilft Google. Die Google-Navigation zeigt ja auch den Nahverkehr an und zeigt dann auch, welcher Bus wo abfährt, in welche Richtung. Das ist nicht immer hundertprozentig, weil es gibt da zig verschiedene Haltestellen, dass man da die nächste findet, wo man dann hin will. Aber es hilft. ja, ich bin da leider mit überfordert und bin froh, dass Ralf das alles so toll macht. Also wir sind wieder zurückgekommen. Ja, und auch durch die Stadt. Ja. Okay, dann schaut euch jetzt mal die Eindrücke an. Genau. Und ich denke, es wird für euch vielleicht auch interessant sein und auch ein bisschen informativ, so hoffen wir wenigstens. Okay, bis dann.
Salute! Buongiorno. Heute geht's nach Trastevere. Wir haben uns eigentlich nur dieses Viertel vorgenommen, Ja, auf eine Empfehlung von... meiner lieben Freundin Brunhilde, die mir auch ein Buch geliehen hat, wo es um Michelangelo geht, um sein Leben, um sein Werk. Und da kommt Trastevere auch drin vor. Also ich hatte schon so ein bisschen eine Vorstellung. Ah, ich nicht. Okay, aber in Trastevere soll eigentlich so dieses Leben des alten Rom, also das ist eins der Ursprüngliche das so, ursprünglich ja, das älteste genau. Viertel mit sein. Also Nicht so aufgehübscht, sondern ja, so ein bisschen alternativ. ja, Und viele kleine Läden und natürlich jede Menge Möglichkeiten zum Essen und Trinken. ja. Unsere Anreise ist die gleiche wie am ersten Tag. Wir sind Genau. dann vom Bahnhof aus mit dem Bus erstmal zum Teatro di Marcello. Da ist die Haltestelle. Das haben wir uns noch mal eben angesehen. Diese antiken Bauten sind ja schon sehr beeindruckend, Ja, was man da vor die 2000 Jahren Größe, alles gebaut hat. unglaublich. Ja. Dann sind wir über die Tiberinsel, praktisch über 2 Brücken, in dieses Viertel gelaufen. Ja, und das war schon irgendwie so wie in eine andere Welt. Ja. Also der erste Tag war ja so dieses Weltstadtmäßige. Und jetzt in Trastevere, da dachte man, man kommt eben in so ein mittelalterliche, alte, schmale Straßen, Kopfsteinpflaster. Also es war schon irgendwie wie ein Eintritt in die Vergangenheit. Haben wir da überhaupt Busse gesehen, fällt mir gerade ein. Also in Rom kreuzen die Nee, Busse ja nee. hunderte, tausende Busse kreuz und quer. Ja, das und stimmt. in Trastevere, Jetzt, wo du's sagst. da sind die Gassen so schmal, Ja, da muss man laufen. und vollgestopft mit Leuten und mit Absolut. irgendwelchen Stühlen und Ständen und alles. Da ist auch ein Bus echt überfordert. Nee, Absolut. da war gar kein Bus. Ja, nee, so alternative kleine Läden und Restaurants. Aber Restaurants, wo man als Laie vielleicht dran vorbeigehen würde, aber die Römer, die stehen da Schlange. Die wollen da sitzen. Ne? Es ist Ob auch die schön. Tische hinter Mülleimern stehen oder nicht, das ist wohl was, es ist wohl was Besonderes da. Ja, apropos kleine Läden, ich habe mir diese wunderbare Kette, da war ich sofort drin verliebt, gekauft, weil ich dachte so, für ein kleines Andenken, was ich dann auch trage und nicht irgendwo hingestellt wird, muss es doch mal reichen. Und ich muss sagen, ich habe mich darüber gefreut und werde dann auch Trastevere in besonderer Erinnerung behalten. Ja, also dann Ja, begleitet kommt uns mal mit. Genau, und schaut mal selbst, wie es euch da gefallen würde. Ja, genau.